Willkommen zu meinem ersten Video hier bei YouTube und schön, dass du da bist. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Marcel und ich hatte vor 3 Tagen eine Haartransplantation bei Elitair in Istanbul. In dem heutigen Video soll es komplett darum gehen, wie der Ablauf in Istanbul vor Ort war, insbesondere während Corona. Das heißt, ich möchte in den nächsten 10 bis 15 Minuten einmal auf den Anreisetag, den OP-Tag, aber auch den Abreisetag eingehen, die komplette Betreuung vor Ort und euch meine Erfahrungen schildern, ob Elitair ein seriöses Unternehmen ist, bei dem man die Haartransplantation durchführen lassen kann oder ob man vielleicht lieber die Finger davon lassen sollte. Wenn du neugierig bist, bleib dran, jetzt geht's los. Ich bin 28 Jahre alt und ich leide schon seit ein paar Jahren an erblich bedingten Haarausfall. Das Ganze hat sich in meinem Fall dann so geäußert, dass ich immer stärkere Geheimratsecken bekommen habe, aber auch mein Oberkopfhaar immer lichter wurde, weshalb für mich auch klar war, irgendwann werde ich eine Haartransplantation durchführen lassen. Was für mich nicht klar war, war, dass das Ganze doch so spontan passiert. Ich habe am 4. Advent, am 20. Dezember 2020, durch Zufall wieder Werbung von Elitair im Social Media Bereich irgendwo gesehen und mir dann gedacht, ey komm, fordere einfach mal ein Angebot an, kostet ja nichts, warum eigentlich nicht, ich habe da nichts zu verlieren. Bin dann also auf diese Website von Elitair gegangen, habe dann da 3 Bilder von meinem Kopf hochgeladen, die sie sich gewünscht haben und einen Termin zur Rücksprache vereinbart. Und das war es eigentlich schon. Das Ganze hat 3 Minuten gedauert, wenn mich nicht alles täuscht. War ziemlich simpel. Ihr könnt gerne, ich kann euch mal den Link in die Beschreibung hier packen von der Website. Dann könnt ihr euch das gerne selber mal angucken. Das ging ziemlich simpel und ich habe einen Termin für den nächsten Tag, für den 21. vereinbart zur Rücksprache. Habe dann auch zum vereinbarten Zeitpunkt am 21. direkt einen Anruf bekommen von einer Dame aus Berlin. Weil Elitair hat ja mehrere Büros, mehrere Standorte hier in Deutschland, unter anderem eben in Berlin. Und die Dame hat mich angerufen, hat dann einfach nur grundlegend gesagt, okay, die Bilder passen soweit. Dann hat sie nochmal 2, 3 Fragen zu meiner Person gestellt und dann gesagt, wenn ich Interesse hätte, würde sie ein Gespräch mit einem Experten vereinbaren von Elitair, der mir dann auch ein Angebot unterbreiten würde für eine Haartransplantation. Und ja, gesagt, getan. Ich habe einen Termin direkt für den nächsten Tag wieder vereinbart mit einem Fachexperten von Elitair. Und der hat mich pünktlich dann am Dienstag, den 22. angerufen. Und nach einer kurzen Durchsprache hat er mir ein Angebot gegeben und hat dann gesagt, wenn ich denn wirklich Interesse hätte und bereit wäre, das Ganze auch spontan durchzuführen, dann könnte er mal schauen, ob er sogar dieses Jahr noch Termine frei hat. Da war ich natürlich ein bisschen skeptisch, weil ich noch nicht wusste, dass das Ganze auch während Corona geht. Aber habe kurz darüber nachgedacht und dann eigentlich für mich entschieden, es gibt gar keinen besseren Zeitpunkt jetzt gerade für mich persönlich, weil ich jetzt während der Feiertage sowieso frei habe und außerdem ist dank Homeoffice und Corona ja auch jetzt nicht unbedingt was mit rausgehen, großartig was machen angesagt. Von daher ist es eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt gewesen, weshalb ich dann direkt am Telefon gesagt habe, hör zu, wir machen das jetzt. Ne? Und wann habt ihr dann was frei? Und ich dachte, naja, irgendwann in den nächsten Tagen, vielleicht Anfang Januar spätestens, wird was kommen. Aber nee, es war direkt ein Vorschlag von ihm am 26.12., am ersten Weihnachtstag, das Ganze, am zweiten Weihnachtstag das Ganze durchzuführen. Ja, gesagt, getan. Ich habe gesagt, komm, lass es uns machen, ist egal, ich habe eh nichts vor. Während Corona kann man ja nichts machen. Ich buche Flüge und dann geht's los. Und zwar ist das nämlich genau so bei Elitair. Elitair kümmert sich nämlich um alles, außer um die Flüge. Man muss die An- und Abreise selber organisieren, aber vom Flughafen und natürlich auch wieder zum Flughafen nach der OP hin ist alles in der Zwischenzeit von Elitair organisiert, was ich persönlich ziemlich gut finde. Nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich, ich habe die Flüge gebucht, ich habe das alles dahin geschickt, dann auch als Bestätigung quasi, dass ich dann auch das Angebot in Anspruch nehme. Und habe dann aber angefangen, einfach mal so ein bisschen zu googeln und wurde dann dennoch skeptisch, weil Elitair hat natürlich tausende von Bewertungen. Ihr habt es sicherlich vielleicht selber schon gesehen, bei Google tausende von Bewertungen, die haben Trustpilot-Bewertungen, Facebook-Bewertungen und sind allgemein auf Social Media sehr stark vertreten, sei es jetzt YouTube, Insta oder Facebook. Und da gibt es hauptsächlich positive Bewertungen, muss man sagen, also wirklich hauptsächlich gutes Feedback, aber auch so 1, 2 negative, wo ich mir dann aber schon dennoch gedacht habe, naja, da wird ja auch irgendwie was Wahres dran sein, weshalb ich im Nachgang vielleicht nochmal ein etwas mulmigeres Gefühl hatte. Und ja, da war für mich irgendwie so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, schade, dass ich nicht noch mehr Erfahrungsberichte sehe, weil die würden mir helfen, bei meiner Entscheidung dieses mulmige Gefühl vielleicht ein bisschen eliminieren.
Deshalb mache ich übrigens auch dieses Video für euch und berichte meinen Ablauf, damit ihr einfach ein besseres Gefühl dafür kriegt, ob Elitair was für euch ist oder eben nicht. Und lasst uns jetzt aber direkt erstmal zum Ablauf kommen in Istanbul. Das Ganze lief dann so, ich habe am 25. dann meinen Flug genommen in Berlin. Ich habe relativ spät einen Flug erwischt. Der Hinflug ging also erst um 18:30 Uhr in Berlin. Mit Zeitverschiebung bin ich dann kurz vor Mitternacht erst in Istanbul angekommen, was allerdings gar kein Problem war, wie vor Ort direkt festgestellt. Als ich nämlich beim Flughafen raus bin, es gibt aktuell während Corona nur einen Ausgang, den man nehmen kann, hat schon der Fahrer auf mich gewartet mit dem Schild von Elitair. Wenn es mehrere Ausgänge gibt, also kein Corona ist, dann gibt es einen vereinbarten Treffpunkt, an dem man sich trifft. Das wird aber im Vorfeld alles erklärt. Man kriegt also im Vorfeld schon eine E-Mail, wo der Ablaufplan drin steht. Man kriegt auch den Treffpunkt genannt. Und da muss man sich gar keine Sorgen machen, das ist ziemlich gut organisiert. Wie gesagt, in meinem Fall wurde ich vom Fahrer am Flughafen am Ausgang abgeholt, wurde dann zum Fahrzeug gebracht. Am Fahrzeug haben auch schon 3 weitere Jungs gewartet. Die waren, ich glaube, 2 Leute aus der Schweiz und einer aus Deutschland ebenfalls. Das heißt, man konnte sich auch mit denen ziemlich gut unterhalten, so ein bisschen Erfahrung austauschen, ein bisschen gegenseitig die Angst nehmen, falls dann bei einem oder anderen ein bisschen Angst da war. Und dann ging es auch direkt vom Flughafen zur Klinik noch in der Nacht. In der Klinik wird dann nämlich Blut abgenommen. Das ist wichtig, damit sie im Vorfeld wissen, ob man irgendwelche Erkrankungen hat. Und es wird ein Corona-Test durchgeführt. Den braucht man nämlich aktuell wieder, um nach Deutschland wieder einreisen zu dürfen. Und genau, das Ganze mit Corona allerdings wird auch bei Elitair ziemlich gut erklärt. Die haben auch bei YouTube hier einen Kanal, wo sie regelmäßig Updates posten zum Ablauf während Corona mit der Haartransplantation. Schaut da gerne mal rein. Ich kann euch auch gerne das letzte Video, was heute aktueller Stand vorhanden ist, kann ich euch gerne zum Thema Corona nochmal hier mit in der Beschreibung verlinken. Dann wisst ihr, was da aktuell der Stand ist. Genau, in der Klinik angekommen ist da auch ein Dolmetscher, der mit einem die ganze Zeit spricht und erklärt, was da passiert. Wie gesagt, es wird ein Blut abgenommen und ein Corona-Test durchgeführt und man kriegt die Uhrzeit genannt, wann es am nächsten Tag, am OP-Tag losgeht, wann man also vom Hotel wieder abgeholt wird. Und dann wird man auch schon ins Hotel gebracht. Was heißt schon? Es war in meinem Fall ja schon ziemlich dunkel, ziemlich spät. Dann wird man auf jeden Fall ins Hotel gebracht. Elitair spricht da von einem Luxushotel, was sie für einen buchen. Sie sagen aber nicht, welches Hotel, das lassen sie sich frei, das lassen sie offen. Die arbeiten dann mit mehreren Hotels zusammen, hauptsächlich mit dem Nidia Hotel. Das Nidia Hotel ist genau gegenüber von der Praxis. Das heißt, es sind wirklich 2 Minuten mit dem Auto Fahrzeit und dennoch fährt euch ein Fahrer vom Hotel zur Klinik und zurück. In meinem Fall war es nicht das Nidia, es war das Ramada Hotel. Das Hotel war ungefähr 20 Minuten Fahrzeit entfernt, was immer noch vollkommen akzeptabel ist, da man ja eh kein Taxi bezahlen muss oder sowas, weil man ja einen VIP-Shuttle hat. Das Shuttle an sich war übrigens auch vollkommen in Ordnung, also ein angemessenes Fahrzeug. Ich glaube, in meinem Fall war es ein T6 mit schön belederten Sitzen und so, also wirklich ein angenehmes Ding. Und genau, dann im Hotel eingecheckt. Das war mittlerweile bei mir schon morgens um 3. Und das Hotel an sich, wie gesagt, Elitair spricht da von einem Luxushotel. Also ich würde persönlich jetzt nicht von Luxushotel sprechen. Also das Hotel war okay, ne, keine Frage. Es waren angemessene Zimmer, die waren schön, die waren relativ groß. Man konnte auf jeden Fall gut drin schlafen. Und Frühstück ist auch inklusive, also es gab auch morgens dann was zu essen. Direkt, wenn man aufgestanden ist, gar kein Problem. Luxushotel ist vielleicht für mich doch nochmal was anderes. Ne? Das muss ich einfach so sagen. Da würde ich jetzt nicht von Luxushotel sprechen, aber rein zweckmäßig für die beiden Nächte, die man da verbringt, weil man macht eigentlich nichts anderes außer da schlafen und dann wieder in die Klinik fahren, ist es vollkommen ausreichend. Genau. Normalerweise hat man dann übrigens Freizeit am ersten Tag, das heißt, man könnte theoretisch Istanbul erkunden. Da bei mir aber der erste Tag ja schon mehr oder weniger gelaufen war, weil es eben schon 3 Uhr morgens war, habe ich mich dafür entschieden, direkt schlafen zu gehen, was auch sonst. Und am nächsten Tag wurde ich dann am Samstag, den 26. Dezember, wurde ich dann abgeholt um 15 Uhr erst, glücklicherweise. Das heißt, ich hatte schön Zeit, ich konnte ausschlafen, ich konnte frühstücken, ich konnte ein bisschen Zeit für mich haben und mich auf die OP vorbereiten, bis ich dann um 15 Uhr abgeholt wurde und in die Klinik gebracht wurde. Und genau, in der Klinik angekommen, hatte direkt ein Dolmetscher wieder auf mich gewartet, der mich dann ein bisschen eingeführt hat in den ganzen Prozess, in den Tagesablauf. Das heißt, er hat mir einmal erklärt, wie der ganze Tag ablaufen wird, hat mir aber auch dann mein Pflegeset mitgegeben für die Nachbehandlung von zu Hause aus.
In diesem Set sind diverse Artikel drin, unter anderem natürlich Medikamente wie Antibiotika und was gegen die Schwellung am Kopf, die ihr jetzt gerade bei mir vielleicht noch sehen könnt. Die OP ist ja erst 3 Tage her in meinem Fall. Aber auch Schmerzmittel, falls dann welche benötigt werden. Ich persönlich kann direkt vorwegnehmen, ich habe gar keine Schmerzen aktuell. Genau, was ist noch drin in diesem Set? Ich glaube, hier habe ich es gerade liegen, so ein schöner Anglerhut. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, ich denke schon. Dieser Hut, den hatte ich nicht einmal auf, ist ein nettes Mitbringsel, aber der dient eigentlich, um vor Sonne, Regen, Schnee und was weiß ich zu schützen. Ich habe ehrlich gesagt dann doch die Glatze bevorzugt, weil auch das Wetter mitgespielt hat. Von daher habe ich den nicht aufgesetzt. Was noch? Das Stirnband nicht, das kriegt man später erst. Achso, hier das Nackenkissen. Das ist ein Nackenkissen, das kriegt man, weil man die ersten Nächte eben nur auf dem Rücken schlafen darf. Das heißt, man macht sich das um und das stabilisiert ein bisschen den Kopf, damit eben nicht der Spenderbereich oder der Empfängerbereich irgendwo auf dem Bettzeug aufliegen. Genau, sowas ist da eben drin und natürlich auch Shampoo und Lotion für die Nachbehandlung, das ist alles inklusive, das wird einem auch nochmal erklärt. Genau, und wenn das Ganze dann durch ist, dann unterschreibt man nochmal, dass man halt über alles belehrt wurde, die Gesundheitsfragen werden nochmal durchgegangen und dann geht es auch schon zum Dr. Balvi, um die Haaranalyse durchzuführen. Man hat ja im Vorfeld dann schon ein Angebot bekommen, mit einer ungefähren Einschätzung anhand der Bilder. Der Dr. Balvi geht das Ganze nochmal genauer durch. Das heißt, man geht dann mit dem Dr. Balvi persönlich, wohlgemerkt natürlich auch, geht man das Ganze nochmal durch, er macht einen Haarausfalltest, er guckt sich den Spenderbereich an und die Dichte der Haare im Spenderbereich, er guckt sich den Empfängerbereich an, um zu gucken, wie sieht das Ganze aus, ne? Wie viele Haare braucht man überhaupt, sind da große Lücken oder muss man nur ein bisschen auffüllen und basierend auf der ganzen Infos, die er sich dann sammelt, fängt er schon mal an, so einen groben Bereich einzuzeichnen, wo er Haare transplantieren würde und wenn einem das zusagt, dann ist man quasi schon durch. In meinem Fall hat er mir 2 Optionen gegeben. Er meinte, wir bräuchten ungefähr 4000 Grafts und er könnte entweder vorne was auffüllen und hinten, weil ich hinten um den Tonsorbereich heißt das, glaube ich, also da, wo mein Wirbel ist, da war auch eine leicht lichte Stelle. Er hat gesagt, die könnte er auffüllen. Ob ich das so machen würde oder ob ich den Tonsorbereich erstmal auslassen möchte und dafür die Haarlinie vielleicht ein bisschen gerade haben möchte. Und für mich war erstmal wichtig, dass vorne alles wieder voll ist, weil hinten habe ich noch relativ gutes Haar, außer vielleicht in diesem kleinen Kringel. Aber ich weiß, dass mein Vater und mein Großvater mittlerweile keine Haare mehr da oben haben. Das heißt, ich gehe davon aus, hinten wird es sowieso noch lichter. Deswegen habe ich für mich entschieden, mit dem Dr. Balvi zusammen natürlich in Absprache, dass wir vorne den Bereich vollpflanzen mit Grafts, so gut es geht. Das heißt, in meinem Fall waren es 4200 Grafts, die eingepflanzt wurden. Eine relativ schöne Haarlinie dann, also was heißt relativ schön, ich bin sehr zufrieden mit der Haarlinie. Und den Tonsorbereich, den hinteren Kopfbereich, man sieht hier relativ gut, wo es gerötet ist und wo nicht, ne? Dass wir den auslassen und ich dann gegebenenfalls in 3, 4, 5 Jahren, wenn hinten alles ein bisschen lichter ist, nochmal zu einer zweiten Transplantation wiederkomme, falls es mich denn dann auch stört. Und genau, danach, wenn man da durch ist mit dem Dr. Balvi, geht es auch an die Bezahlung, das wird dann schnell durchgeführt und dann geht es auch schon Richtung OP. Prinzipiell war bis dahin der Ablauf wirklich super professionell, super einfach. Man hat immer einen Dolmetscher dabei gehabt, der ihnen geholfen hat, auch falls man irgendwie Fragen hatte und die stellen wollte. Auch der Dr. Balvi war sehr zuvorkommend, sehr freundlich, ist auf alle Punkte, die man gesagt hat, eingegangen und hat einem ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und genau, bei der OP war es dann so, dass man in seinen OP-Saal geführt wurde. OP-Saal klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist gar kein OP-Saal so richtig für mein Verständnis, weil man hat eine Sky-View quasi über ganz Istanbul, wenn man aus dem Fenster guckt. Da sind bodentiefe Fenster. Man hat einen Bildschirm vorne an der Wand, wo dann Bilder von einem ablaufen. Genau, das habe ich vergessen, es werden natürlich noch Bilder von einem gemacht. Und der Kopf rasiert. Wenn man das dann möchte. Es gibt ja verschiedene Techniken. Es gibt ja auch Techniken, wo man die Haare nicht rasieren muss, wo man die quasi nur dazwischen pflanzt, die Haare, die neuen. Aber da könnt ihr euch ja, das wisst ihr wahrscheinlich, das könnt ihr euch ja auch sonst mal einfach mal durchlesen. Bei Google gibt es da einen Haufen Berichte zu, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt. In meinem Fall, wie gesagt, die Glatze rasiert. Und dann sieht man auf dem Bildschirm eben im OP-Saal die Bilder von seiner frisch rasierten Glatze, dem eingezeichneten Bereich, wo die Haare entnommen werden. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, was der Dr. Balvi bei mir angezeichnet hat, wo überall Haare entnommen werden sollten. Da sieht man ziemlich gut, ne? Vorne der Bereich ist halt wirklich schon ziemlich kahl gewesen und
Genau, dann geht es eigentlich auch schon los. Das heißt, es kommt wirklich für jeden Schritt dann auch immer ein Spezialist, was mir persönlich auch ein sehr gutes Gefühl gegeben hat, weil es wird wirklich, jeder macht sein Spezialgebiet. Das heißt, es gibt eine Person, die nur für die Betäubung zuständig ist, dann gibt es Personen, die nur für die Graft-Entnahme zuständig sind und Personen, die nur für die Graft-Einsetzung wieder zuständig sind. Das heißt, also wirklich für jeden einzelnen Arbeitsschritt einen Spezialisten, der genau das durchgehend macht und sich da perfekt mit auskennt. Zumindest war das mein Gefühl. Das hat wirklich bei mir für Eindruck gesorgt, da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Genau, dann wird noch durchgehend hier Blutdruck gemessen, also wirklich jede Stunde wird der Blutdruck gemessen, um zu gucken, ob es ihm gut geht. Und allgemein wird wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass es einem gut geht. Das heißt, auch während der OP waren durchgehend Personen da, die gefragt haben, ob es mir gut geht, ob ich was brauche, ob ich Durst habe, was trinken möchte oder ob ich auf Toilette müsste, weil zwischenzeitlich in dringenden Fällen geht das natürlich auch. Also man ist jetzt nicht gezwungen zu warten, bis sie fertig sind. Also ich habe mich da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Die OP an sich lief ziemlich schmerzfrei ab, also ich habe eigentlich nichts gespürt, bis auf die Betäubung. Die Betäubung ist ja eine Sache, die bei vielen auch dann am Anfang für ein bisschen Bammel sorgt. Auch bei mir war ich natürlich schon ein bisschen angespannt, um zu wissen, wie schmerzhaft ist das wirklich. Das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Ja, also wie fange ich an? Bei Dr. Balvi gibt es eine Vorbetäubung. Die ist von ihm wohl patentiert, die Technik. Da geht es mit einer Art Luftdruckpistole, schießt er dann die Betäubung unter die Haut ohne Nadeleinstiche. Wirklich nur mit Luftdruck. Das soll die Haut schonend vorweg betäuben, relativ schmerzfrei. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, hat sich das so wirklich bei einer 2 bis 3 eingeordnet, wenn 10 wirklich schmerzhaft ist. Also war okay, ne? Es war aushaltbar, es war gar kein Thema. Es hat kurz gepiekt und dann war das wieder gut. Danach kommen allerdings die richtigen Betäubungsspritzen. Die hauen rein. Also da brauche ich nicht drum herum reden, die hauen richtig rein. Ne? Die sind nicht ohne. Zumindest für mich, ne, mein Empfinden, da würde ich sagen, auf der Skala von 1 bis 10 wieder, war das ungefähr eine 7 bis 8. Das war schon wirklich nicht ohne, da muss man dann eben durch, wenn man schöne Haare haben möchte. Aber es sind gut investierte 5 bis 10 Minuten Schmerz, weil man danach ja wirklich hoffentlich wieder volles Haar hat und das sein Leben lang. Also von daher gut investierte Zeit. Und ja, nach den 5 bis 10 Minuten Schmerz ist es wirklich so, dass es betäubt und man spürt einfach gar nichts mehr. Man könnte da sonst was machen, man spürt es nicht mehr. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Die OP läuft dementsprechend schmerzfrei ab. Nach 2 Stunden war mir die Graft-Entnahme fertig, abgeschlossen. Da war eine kurze Pause. In der Pause konnte ich was essen, mir wurde was zu essen gebracht, mir wurde was zu trinken gebracht. Ich konnte kurz pinkeln gehen. Genau, also da war wirklich kein Wunsch offen, auch egal, wenn ich jetzt gesagt habe, ich mag das Essen nicht, hätten sie mir auch was anderes gebracht. Also da muss man sich wirklich keine Gedanken machen, man ist da wirklich gut versorgt. Und nach der kurzen Pause ging es dann halt weiter mit der Kanalfreilegung quasi für die neuen Grafts und dann dem Einpflanzen der Grafts. Das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, in meinem Fall waren es ja wirklich viele Haare und die arbeiten da wirklich sehr akribisch und achten darauf, dass wirklich jedes Haar perfekt sitzt. Und dementsprechend hat das Ganze, ich glaube, in Summe war ich um 1:30 Uhr morgens fertig. Ich war ja um 15 Uhr bin ich erst losgefahren zur Klinik, bis ich mit der Vorbesprechung durch war. Ich glaube um 17:30 Uhr haben sie angefangen mit der Graft-Entnahme. Dann war ich um 1:30 Uhr morgens fertig. Übrigens muss man sich wirklich gar keine Sorgen machen bezüglich Hygiene und so weiter und so fort. In der Klinik wird sehr viel auf Hygiene geachtet, alle arbeiten da sehr sauber. Mir wurde regelmäßig der Verband gewechselt, die Unterlage auf der Liege, wo mein Kopf drauf lag, wurde gewechselt. Es wurde regelmäßig desinfiziert, der Kopf. Und auch die Werkzeuge natürlich wurden immer wieder desinfiziert. Also von daher, man muss sich da wirklich gar keine Sorgen machen. Das ist wirklich alles super hygienisch abgelaufen. Und die arbeiten natürlich auch alle mit Mundschutz und mit Kitteln und so weiter und so fort. Also das läuft mindestens genauso gut wie in Deutschland bei einer normalen OP in einem Krankenhaus. Da muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Ja, als ich dann durch war mit der OP, haben sie kurz mich auf einen schönen Lederliegesessel gebracht, wo man sich nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde ausruht, einfach um zu gucken, ob der Kreislauf mitmacht oder ob man irgendwie Probleme hat. Und wenn alles gut ist, dann wird man auch entlassen. Das heißt, der Fahrer bringt einen dann wieder zurück zum Hotel, wo man dann die Nacht verbringt, bevor man am nächsten Morgen dann zur Nachkontrolle kommt.
Und genau, die erste Nacht war auch wirklich schmerzfrei. Ich habe mir prophylaktisch, nennt man das glaube ich, ne, also vorsorglich, halt mir eine Paracetamol, die ich ja mitgegeben bekommen habe, reingeschmissen. Einfach weil ich nicht mit Schmerzen aufwachen wollte, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt keine Schmerzen hatte. Ich weiß nicht, ob ich sie gebraucht hätte oder nicht. Ich kann euch nur jetzt sagen, ich hatte in den letzten 3 Tagen nicht einmal Schmerzmittel genommen und ich habe keine Schmerzen. Ich spüre keine Schmerzen. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Das lief wirklich entspannt. Damit man das Bettlaken nicht einsaut oder das Kopfkissen, dann kriegt man noch so eine Art Windel hinten auf den Hinterkopf, weil man hat ja eine Kochsalzlösung in den Kopf gespritzt bekommen während der OP. Die läuft dann in den nächsten Nächten wieder ab, wenn man auf dem Rücken liegt. Deswegen hat man am ersten OP-Tag direkt nach der OP dann eine Windel quasi hinten am Kopf. Zumindest hat es sich so angefühlt wie eine Windel. Wahrscheinlich war es einfach nur Verbandszeug. Und das wird dann abgenommen am Tag der Nachsorge, am Sonntag dann in meinem Fall. Und für zu Hause hat man so eine Art Wickelunterlage fürs Bett, sodass man da auch nichts einsaut über Nacht. Da muss man sich also auch keine Sorgen machen, auch daran wurde gedacht. Genau, am nächsten Morgen ging es aber auf jeden Fall los. Da war dann die Nachkontrolle, das heißt, man wird wieder zur Klinik gefahren. In meinem Fall war das relativ früh, weil ich ja auch schon einen relativ frühen Rückflug hatte. Dementsprechend war ich um 9 Uhr schon abgeholt oder kurz nach 9 wurde ich abgeholt im Hotel. Das heißt, ich habe meinen Checkout durchgeführt, bin dann zur Klinik gefahren. In der Klinik wird einfach das Ganze nochmal kontrolliert, das heißt, der Verband wird abgenommen, es wird nochmal gereinigt und dann kommt der Dr. Walvi oder sein Bruder jetzt in meinem Fall, die das Ganze nochmal prüfen, das heißt, sie gucken sich den Empfängerbereich an, sie gucken sich den Spenderbereich an, gehen nochmal durch die Unterlagen von der Operation, ob irgendwas auffällig war. Und wenn das Ganze durch ist, kriegt man auch mal seinen Corona-Test, der dann in meinem Fall glücklicherweise negativ war. Aber auch da kann ich sagen, mir wurde gesagt, es waren dieses Jahr 6000 OPs und zumindest der Dolmetscherin war kein einziger Fall bekannt, wo einer positiv getestet wurde. Dementsprechend muss man sich da auch, glaube ich, keine Sorgen machen, dass es da irgendwie Komplikationen geben könnte. Und dann ist man eigentlich schon durch. Dann kriegt man noch einmal kurz erklärt, wie man sich in den nächsten Tagen verhalten soll, weil natürlich gibt es da auch so ein paar besondere Vorkehrungen. Wie gesagt, mit dem Schlafen habe ich ja schon erwähnt. Haare waschen ist ein spezielles Thema, die ersten 10 Tage. Aber auch natürlich die Krustenentfernung dann nach 10 Tagen. Also das wird einem alles wirklich im Detail erklärt. Man muss sich da gar nicht irgendwie Sorgen machen, dass man etwas nicht erklärt bekommt. Man kann natürlich auch jederzeit Fragen stellen, wenn man noch Fragen hat. Auch im Nachgang jetzt in Deutschland kann man jederzeit anrufen, bei WhatsApp schreiben, bei Facebook kontaktieren. Also die haben da sehr viele Kontaktmöglichkeiten und da ist rund um die Uhr jemand da, der sich um einen kümmert. Und außerdem hat Elite eine eigene App. In der App sieht man in so einem Kalender auch genau, ab wann man was wieder darf. Also ab wann man auf der Seite schlafen darf, ab wann man ohne Nackenkissen schlafen darf, ab wann man wieder Sport machen darf, in die Sauna, schwimmen und so weiter und so fort. Das wird alles ziemlich genau erklärt und erläutert. Da muss man sich keine Sorgen machen, man ist da wirklich bestens aufgehoben. Genau. Und wenn das Ganze durch ist, die ganze Erklärung, dann wird man zum Flughafen gefahren, dann ist man eigentlich wirklich schon fertig. Und ab dem Flughafen nimmt man seinen Flug und fliegt wieder nach Hause. Das Ganze ist bei mir jetzt, wie gesagt, am 27. war das, heute ist der 29. Dezember. Das heißt, es ist jetzt der 3. Tag wieder in Deutschland nach der OP bei mir. Das ist auch der letzte Tag, an dem ich zum Beispiel das Stirnband tragen muss. Die Stirnband dient einfach dafür, dass diese Schwellung, die im Kopf jetzt natürlich noch so ein bisschen ist, das sieht man sicherlich auch, und die Kochsalzlösung, die immer noch nicht abgebaut wurde komplett, dass die nicht ins Gesicht runterläuft. Deswegen trägt man halt dieses Stirnband tagsüber, nachts darf man das runternehmen an den Hals. Man merkt es aber auch nicht, das Stirnband, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also es ist wirklich nicht unangenehm. Und ja, dann ist man eigentlich durch. Ne? Dann wartet man ab. Genau, das war jetzt quasi zusammengefasst einmal der Ablauf in Istanbul vor Ort, meine persönliche Erfahrung, und ich kann bisher halt nur sagen, ich habe mir meine Haare, die Grafts, bisher auch schon mal im Detail im Spiegel angeguckt natürlich, und ich bin vom kompletten Ablauf von Ankunft bis quasi Abreise wirklich immer gut behandelt worden. Die waren immer sehr zuvorkommend, die waren immer sehr pünktlich. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das alles professionell vonstatten gegangen ist und dass man sich da gar keine Sorgen machen muss, dass irgendetwas nicht geplant ist oder nicht funktioniert, weil da wirklich jedes Detail durchdacht ist. Von daher, meine persönliche Einschätzung ist wirklich, dass Elite sehr seriös ist und dass sie einen sehr guten Job machen. Aber natürlich ist meine OP jetzt halt auch erst 3 Tage her. Die Grafts, ob die halten oder nicht, kann ich bisher noch nicht beurteilen. Ich hoffe es. Ich werde auf jeden Fall hier bei YouTube regelmäßig in monatlichen Abständen ein Update posten zu meinem aktuellen Haarstand und zum Verlauf der OP, auch zu Schmerzen oder anderen eventuellen Fragen, die vielleicht bei euch aufgekommen sind. Die werde ich natürlich beantworten, so gut es geht. Schreibt sie einfach in die Kommentare, wenn ihr welche habt. Und
Ja, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich auf die kommenden Monate, dann abonniert einfach diesen Kanal und bleibt mit mir auf dem Laufenden. Ich werde auf jeden Fall Updates posten und drückt mir die Daumen, dass es genauso gut bleibt, wie es angefangen hat, weil dann werde ich auf jeden Fall zu 100% zufrieden sein. Und ich freue mich aufs Ergebnis, ich freue mich auf die kommenden Monate und bis dahin, bleibt gesund.